Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag für eine Legung für uns, fürs Kollektiv bereithält. Ich bin gespannt. Ja, irgendwo könnte es vielleicht ein bisschen stressig werden. Wir haben viel zu tun. Aber das ist so ein Stress, ich würde mal sagen, der sich hier ergibt, weil ein neuer Weg entsteht, weil wir aus einer Stagnation rauskommen, weil wir aus einer Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, wieder in die Gänge kommen. Und die Energie ist hier auch sehr aufklärend. Eine Situation, wo wir vielleicht nicht gewusst haben, welchen Weg wir einschlagen oder wie wir am besten weitermachen, wird hier aufgezeigt. Und man kann hier mit Herzblut an die Dinge gehen. Es ist so eine Art Herzensentscheidung, die hier ansteht, die vielleicht auch mit Hindernissen im familiären Bereich zu tun hatte oder wo man irgendwo rumgekämpft hat und nicht zu Potte kam. Hier wird einem sehr viel bewusst. Möglicherweise ist es für einige von uns so, dass wir erkennen, dass wir irgendwo was Falsches gedacht haben. Also wir haben hier mit dem Fuchs, der sich abwendet, natürlich auch dieses Ding, dass wir nichts mehr verfolgen, was uns nicht wirklich weiterbringt oder wo uns vielleicht in eine falsche Richtung irgendwas aufgezeigt wurde, wo man vielleicht auch gekämpft hat innerlich, weil man gespürt hat, irgendwas fühlt sich hier nicht stimmig an. Immer wieder Hindernisse und hier wird einem das so klar, ne, wo man eventuell was erkämpft, was eigentlich mit Kampf gar nicht zu erreichen ist. Es geht hier ein bisschen um Veränderungen im Umfeld, um Veränderungen bei Herzensangelegenheiten und Veränderungen auf Familiendingen, wo hier jetzt etwas in Fahrt kommt, ne? Wir kriegen hier zu diesem Start, zu diesem Weg, zu der Entscheidungsfähigkeit irgendwie, die hier entsteht, zu dem Erkennen, wo etwas in eine falsche Richtung galoppiert ist, eine gute Möglichkeit, einen Erfolg zu kriegen auf einem kleinen, kurzen Weg und die Dinge wieder für eine längere Zeit auch aus einer verstrickten Situation oder aus einem unguten Gefühl in eine neue Richtung zu lenken. Hier verschwinden Schmerz und Verstrickung. Ne? Das ist schon mal wunderbar. Das ist hier so ein uralter Schmerz. Ne? Das kann etwas sein, was ein Elternkonflikt mit ausgelöst hat oder wo man selber als Eltern vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat oder ja, einen Weg mit angetrieben hat, der nicht so richtig war. Weil man sich hat leiten lassen vom Außen. Das ist das, was ich immer wieder sage. Es ist wirklich schön, wenn man Tipps kriegt oder wenn jemand meint, ja, zum Beispiel, dass er einen Tipp hätte. Problem bei der Sache ist, dass man halt auch unheimlich beeinflussbar ist und dass man irgendwie vom Weg abgeschubst wird, nur weil ein anderer denkt, dass dies, das, jenes besser wäre. Ich habe das oft mit Julia, ne? Ich versuche ihm Tipps zu geben, aber ich mache den Fehler nicht mehr, dass ich ihm Wege vorgebe. Und ich glaube, um sowas könnte es gehen. Denn am Ende geht jeder seinen eigenen Weg und ich selbst frage auch nur Leute, von denen ich etwas annehmen kann. Und nicht die, die meinen, im Vorbeigehen mir einen guten Ratschlag zu geben. Denn am Ende ist es ja unser Weg und es sind unsere Schritte und unsere Sachen. Und wenn ich das zurückreflektiere, wie oft ich mich schon anstecken habe lassen von irgendwas, da muss man echt gut geerdet sein, dass man das dann einfach so stehen lässt. Hier wird ein Prozess der ganz großen Reife und Wahrheiten und
Intuition angesprochen. Man hat ja schon lange eine Vermutung, die Vermutung bestätigt sich, man spürt, wo man in die falsche Richtung gelaufen ist und warum. Und das kann jetzt hier verbindlich ganz gut gelöst werden. Hier haben wir nochmal die Aufforderung, das finde ich auch sehr speziell. Wenn du nicht ad hoc auf irgendeine Lösung kommst, dann zieh dich zurück. Das Außen bringt hier eher mehr Schwierigkeiten mit oder Zerstreuung als eine gute Energie. Und hier ist es wichtig, aus einem stabilen Fundament, das von dir selber kommt, zu arbeiten. So, das ist ja mal erfreulich. Ich warte immer noch auf meinen Steuerbescheid. Hier guckt man auf Gelder, die in Kürze im kleineren Bereich von einem Amt kommen. Das kann jetzt hier sein, dass man weniger zahlt als vermutet. Hier geht es vor allem entweder an die Selbstständigen oder an die, die gerade noch sowas mit Ämtern und Behörden offen haben. Die Arbeitskarte liegt dabei, es kann also gut in diesem Bereich auch sein. Aber man sieht hier jetzt eine Erleichterung, keine Draufgabe irgendwie. Geben und Nehmen haben wir hier, Yin und Yang. Männlein und Weiblein gucken hier irgendwie, dass sie ihre Dinge in der Balance halten. Es geht darum, sehr viel an seinem Gerüst zu arbeiten. Ja, nenne es Resilienz auch, ne? Beispiel, ich nenne immer gern Beispiele, dass ihr versteht, was ich sehe. Dieses Ding, wenn man zum Beispiel auf die Steuer wartet. Die Beträge sind ja enorm, die wir hier blechen, ne? Und das ist immer so ein bisschen auch eine aufregende Zeit. Und gerade wenn es dann länger dauert, muss man dann schon gucken, dass man sich nicht unnötig Gedanken macht. So was meine ich damit, ne? Dass man eben das dann abwartet und nicht schon vorher alles schwarz malt oder mit irgendetwas rechnet, was jetzt tatsächlich ganz böse endet. Das musste ich auch üben, gelassen zu bleiben bei Situationen, wo ich weder die Zeit vorantreiben kann, noch den Zustand von anderen. Und um sowas geht es hier. Und das kann hier in allen Bereichen stattfinden, wo man vielleicht jetzt einen neuen Weg braucht. Das ist sehr speziell, aber ich liebe das so, wie das hier liegt. Okay, wir nehmen, was nehmen wir noch hier als Ergänzung? Ja, das Wissen, die Erfahrungswerte, die Prozesse, das alles, was du erlebst, kannst du irgendwann anwenden und auch wandeln. Vor allem, das finde ich immer so genial. Wissen ist wandelbar. Beim Dazulernen wandeln sich auch Einstellungen. Und es ist einfach wichtig, dass man hier gut nachdenkt, dass man nicht impulsiv ist, dass man zuhört, wahrhaftig ist, dass man abwägt, Bilanz zieht, was ist wichtig, was bringt mich vom Weg ab. Ne? Und es geht hier um eine sehr große Weisheit, die in einem wohnt und auf die man zurückgreifen kann. Vor allem, wenn es dir die Intuition schon eine Weile steht. Ne? Die Luft steht auch für das Geistige, ne? Die Vernunft, die Gedanken, die Kommunikation, den Ausdruck über das Sprechen an sich. Ne? Und das Element Luft wird auch mit Neuanfängen verbunden. Hier sieht man unten noch Nachrichten, die uns weiterbringen, die uns vielleicht auch wieder ein Stückchen Geheimnis eröffnen. Und es geht halt auch um Achtsamkeit mit anderen Menschen. Auch da braucht es ein Gleichgewicht. Ne? Ich kann nicht nur aus Achtsamkeit mich immer wieder nur in die zweite Reihe stellen, sondern da muss man auch abwägen. Das ist das, was man hier unten auch schön sieht. Ihr Lieben, das war jetzt etwas ausführlicher. Wenn ihr wollt, dass ich das öfter so mache, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich persönlich mache das sehr gern. Man hat hier keine Häuser, kein gar nichts. Es ist rein intuitiv. Und ich drücke euch bis morgen.